Fangen wir mit einer leichteren Frage an, bitte. Bekommst du Kritik zum Vlog und wie gehst du damit um? Eine leichtere Frage? Die machen wir zum Schluss. Ach so, okay. Ja, da habe ich einiges zu sagen. Willkommen zurück zu einer neuen Fragerunde an einer anderen Location in meinem Wohnzimmer. Und wir gehen auch direkt rein. Und zwar hat jemand gefragt, beeinflusst das Vloggen die Arbeit an deiner Dissertation? Und das habe ich, glaube ich, auch schon in dem allerersten Vlog, also Saddle Up Scholars, habe ich das auch bei dem Q&A beantwortet. Und die Antwort ist natürlich ja. Natürlich beeinflusst das Vloggen die Arbeit an der eigenen Dissertation. Und zwar insofern, als dass man natürlich nicht nur Interviews mit den Leuten filmen möchte, sondern man möchte ja Content kreieren und die Leute mit einbeziehen oder auch gerne vor die Kamera holen. Das Spannende ist, dass das wiederum das Verhalten der Leute und das Vloggen auch Daten für mich sind. Ne? Man darf das gar nicht so unterschätzen, weil alles, was die Leute natürlich machen, beziehe ich in meine Feldreflexion ein, in meine Analysen und so weiter. Und deshalb natürlich beeinflusst es das. Ne? Und wenn man auf Leuten eine Kamera drauf hält oder fragt, ob ich eine Kamera rausholen darf und das hier filmen darf, dann hat man, je nachdem wie die Leute reagieren, dann hat man ja schon auch wieder Informationen über die Bewegung selber. Nächste Frage ist, wer schreibt das Skript des Vlogs und wie wird dir dann gesagt, wie es vor Ort umsetzbar ist? Also das Skript, wenn ich denn eins habe, schreibe ich selber, weil ich ja diejenige bin, die forscht. Bei der Saddle Up Scholar-Reihe war es ja so, dass ich ja eher fast ethnologisch die Kamera drauf gehalten habe, auch geframed habe, aber nicht so intensiv wie bei Scientology, weil ich hier gemerkt habe, okay, ich muss es mehr einbetten, weil alle Leute eine Meinung dazu haben, Fachkolleginnen, Scientologen selber, die Leute von außen, Aussteiger haben eine Meinung, also es ist sehr, sehr aufgeladen, weswegen ich gedacht habe, okay, ich muss das ein bisschen anders framen und ein bisschen mehr inhaltlich versuchen, das rauszuarbeiten. Weswegen ich mir hier nicht ein Skript geschrieben habe, aber zumindest mal so einen Ablauf, wie ich die Sachen angehe und wie ich was zum Beispiel filmen kann. Aber sonst sind bei mir die Sachen wirklich aus dem Affekt und sehr, sehr kreativ. Also ich mache das kreativ aus dem, ja, das kommt bei mir einfach so. Genau, und dann haben wir ja Tim, der schneidet die Vlogs und das ist ja das Wichtige. Ich kann ja so viel skripten und filmen, wie ich will, wenn man nicht jemanden hat, der einen selber versteht. Und Tim sieht mich ja sozusagen durch seine Augen irgendwie. Versteht ihr, was ich meine? Wie so First-Person-Camera. So ein bisschen wie beim Computerspiel. Und hat mich, glaube ich, auch sehr gut verstanden. Und dann natürlich auch Mona, die Thumbnails jetzt gemacht hat von Remit. Also ohne das, also dieses Triangle hier ist schon sehr, ich glaube, sehr, sehr kreativ befriedigend auf eine gewisse Art und Weise. Letzte Frage aus meinem Wohnzimmer. Was ist bei dieser Feldforschung anders? Was ist bei dieser Feldforschung anders? Ja, alles. Es ist eine komplett andere Fallstudie mit komplett anderen Menschen, im komplett anderen Setting. Ich weiß gar nicht, alles ist anders. Ich kann nicht einfach die Kamera draufhalten oder ich konnte nicht einfach die Kamera draufhalten. Ich kann nicht einfach dahin gehen, hallo, ich will ein Interview. Es lief viel mehr nach Termin ab, es war aber auch aufwendiger, mit Leuten zu kommunizieren. Es war dann auch über Dritte, zum Beispiel mit Sally, die Kontakte hergestellt hat. Und es war halt nicht einfach, ich gehe ins Feld und irgendwie filme mich und für die Interviews, sondern es war zeitaufwendiger, es war intensiver. Und jetzt wieder, ja, jetzt wissen wir es, die Scientologen. Und ja, jetzt sagt sie es. Leute, ich sag nichts. Und wenn ich mir mal denke, was erwarten die Leute? Also wenn ich Leute untersuche, die im tiefsten Mittleren Westen in eine Cowboy-Kirche gehen, den ganzen Tag irgendwie auf einer Ranch arbeiten und dann nach L.A. gehe, im Vergleich zu den Scientologen, wo alles hochprofessionell ist, aus dem Hochglanzprospekt, die Leute sich enhancen, fast alle einen Hochschulabschluss haben, die Teil dieser Religionsgemeinschaft sind.
das ist ja irgendwie normal, dass es komplett anders ist und auch die Leute dass man mit den Leuten ganz anders kommunizieren kann. Und das war zum Beispiel eine positive Sache, dass die Leute natürlich die Fragen ganz anders verstanden haben und auch wussten zum Beispiel, worauf ich hinaus will, wohingegen ich bei den Cowboys auf eine sehr rudimentäre Art und Weise die Interviews geführt habe, weil die Kommunikation ja anders war, die Leute teilweise die Fragen nicht verstanden haben oder Angst hatten, dass sie jetzt irgendwie was Falsches sagen. Die kannten diese Interviewsituation gar nicht. So, oh, in der Schule war ich schlecht und jetzt sage ich hier bestimmt was Falsches, worum es ja gar nicht ging. Und die Scientologen, ja, sofort verstanden, okay, Bilder und an welches Bild erinnere ich mich, und da konnte man sofort irgendwie tiefere Unterhaltung führen. So, das war die Fragerunde aus meinem Wohnzimmer. Wir sehen uns beim nächsten Setting. Bis gleich. So, neue 4 Fragen. Jessie stellt die. Let's go. Die erste Frage ist, möchtest du in der Wissenschaft bleiben und arbeitest du auf eine ProfessorInnenstelle hin? Ja, interessante Frage. Möchte ich in der Wissenschaft bleiben? Also für mich persönlich gilt ja immer, dass ich das Höchstmögliche erreichen möchte. Also das ist ja dann, also der Doktor, und danach wäre es ja dann eine Professur. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich muss exklusiv in der Wissenschaft bleiben, wenn die Konditionen nicht stimmen. Ne? Also da bin ich auch, wo ich mir denke, okay, ich gehe dahin oder ich mache das, wo ich mit meinen Talenten am weitesten komme. Ich liebe Wissenschaft, aber nicht nur exklusiv, aber in der Wissenschaft kann man so sagen, schon. Also, aber nicht, dass ich mich darauf versteife. Dann geht's weiter mit der zweiten Frage. Und zwar ist die zweite Frage, wie geht es dir dabei, mit deiner queeren Identität eine Religionsgruppe zu erforschen, die Queerness stark ablehnt? Wird man nicht hier und da wütend? Kannst du das gut ausblenden? In Klammer bezieht sich stärker auf Scientology. Das ist eine berechtigte Frage, eine gute Frage, denke ich. Da muss man aber auch so ein bisschen Faktenchecken machen, weil wer hat gesagt, dass Scientology gegen queer ist? Von wem kommt das? Und das ist über meine Message an alle: bitte Fakten checken über Sachen, die ihr im Internet lest oder irgendwo aus dem Kontext lest. Weil in der Wissenschaft würden wir zum Beispiel sagen, dass Scientology eine World-Affirming-Bewegung ist, neue religiöse Bewegung, also eine Bewegung, die sich die Welt bestätigt, in der sie lebt, oder die Gesellschaft, und sich an diese anpasst. Das heißt, ja, in den 1950ern durchaus hat auch Hubbard teilweise geschrieben, dass man Homosexualität heilen kann durch Dianetik zum Beispiel. Das Ding ist halt nur, dass Scientology durch diesen Anpassungseffekt sich der Gesellschaft anpasst, ne, um Mitglieder zu akquirieren, um attraktiver zu bleiben und auch zu überleben. Und das haben sie ja auch erfolgreich gemacht, wie man sieht, weil sie gibt es ja immer noch. Und da ist es auch so ein bisschen schwer herauszukristallisieren, ob das jetzt noch immer so ist oder nicht, weil es gibt auch queere Scientologen, gerade auch in LA. Das ist der eine Punkt. Ich bin auch keine Expertin für LGBTQ, Gender und zu diesem Thema im Allgemeinen und in Bezug auf Scientology, weil das gar nicht meine Fragestellung ist. Und für mich selber spielt das gar keine Rolle. Dann hätte ich auch gar nicht zu den Cowboy-Kirchen gehen können, da wo es offensichtlich ist. Cowboy-Kirchen sind ja im größten Sinne evangelikale, konservative Kirchen, und da ist es ganz klar, wo die Richtung hingeht. Das wird offen auch diskutiert in den Kirchen von den Leuten. Ja, da höre ich dann hin und ich bin ja nicht als Privatperson da. Ne? Also wenn man so ins Feld geht, dann bekommt man auch schwer Antworten, wenn man mit seiner privaten Agenda an die Leute rantritt. Ne? Dann geht's weiter mit einer Frage, die geht wahrscheinlich ein bisschen schneller zu beantworten, und zwar, ob du Literaturempfehlungen zu Scientology hast. Ja, und zwar ist das Roy Wallace Road to Total Freedom, soziologische Analyse aus den 80ern, glaube ich. Standardwerk, lest das bitte. Das sollte man wirklich im Regal haben, wenn man sich mit Scientology beschäftigt. Und dann UHB Urban Historical Perspective on Scientology. Wir blenden die sowieso ein. Der rekonstruiert Scientology über historische Quellen. Die beiden Bücher sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Okay, dann haben wir nur noch eine Frage, und zwar die Frage, wann du das nächste Seminar unterrichtest. Ja, leider bin ich ja nicht in der Lehre angestellt. Den Luxus habe ich nicht. Also ich bin in einem Drittmittelprojekt angestellt, also in dem Graduiertenkolleg. Das heißt, ich unterrichte nur, wenn ich einen Lehrauftrag habe.
Und die Lehre am Ceres ist so gut besetzt, dass man da meine Kompetenzen auch gerade, glaube ich, gar nicht benötigt. Außer ihr schreibt eine E-Mail, dass ihr unbedingt ein Seminar bei mir wollt, dann, dann erzwingen wir das. Ja, also aber erstmal nicht, nein. Gut, dann setze ich mich direkt hin und schreibe eine E-Mail. Und das war's schon. Dankeschön. Tschüss, bis zu den nächsten Fragen. Ja, das ist eigentlich eine spannende Frage, aber ich würde die anders formulieren. Ne? Ich würde mich dann fragen, was unterscheidet die amerikanische Religionslandschaft von der deutschen Religionslandschaft? Und da schaut das erste Video an von Martin und von mir, wo Martin das nochmal erklärt. Hier ist eine religiöse Pluralität, First Amendment, die es so in Deutschland halt nicht gibt. Da ist von Anfang an sehr, sehr viele Religionen, die nebeneinander existieren und auch in Wettbewerb stehen. Dann ist Scientology hier eine anerkannte Religionsgemeinschaft, was natürlich das Verhalten verändert. Ich kann selbstbewusster auftreten. Schaut euch nochmal den LA-Vlog an. Ja. Ich kann ganz anders auf Leute zugehen. Ich habe generell, wie gesagt, mehr Selbstbewusstsein, wohingegen in Deutschland die Scientologen dann auch gucken, was sie sagen, kritisiert mich dann die Kirche und so weiter. Wobei, wenn man nach Unterschieden fragt, müsste man eher fragen, was sind die Unterschiede zu beispielsweise konvertierten Scientologen, zu Scientologen, die reingeboren sind. Das gilt aber für jede neue religiöse Bewegung. Und da findet man dann zum Beispiel Unterschiede. Next question. Scientology versteht sich als Applied Religion. Das heißt, Scientologen wenden die Technik von LRH an, um sich selber zu optimieren, um besser zu werden. Dazu habe ich schon in den anderen Blogs was zu gesagt, Stichwort Transhumanismus. Und nimmt man die Scientologen wortwörtlich, so kann man auch Mitglied in jeder anderen Religionsgemeinschaft sein. Zum Beispiel könnte Pastor Steve, was nicht passieren wird, aber auch Scientologe sein und gleichzeitig diese evangelikale Kirche leiten, um zum Beispiel die Kirchenstruktur zu verbessern mit der Technik von LRH. Aber natürlich, klar, sagen Kritiker auch, oder muss man auch kritisch reflektieren, dass zum Beispiel auch Aussteiger gesagt haben, ja, das geht nicht und dann sollte ich da nicht mehr da in die Kirche gehen und so. Und das nehme ich auch als Wissenschaftlerin ernst. Ja, ich nehme alle Sachen ernst. Aber dann ist wieder, was interessiert mich daran? Würde ich dann zum Beispiel sagen, klar, wenn ich Fulltime Scientologe bin und so viel studieren muss, habe ich dann überhaupt noch Zeit? Habe ich dann überhaupt noch Zeit, sonntags in die Kirche zu gehen und so weiter? Da geht es dann eher, wie viel investiere ich in Scientology, wie viel investiere ich vielleicht in die andere Religion, in meinen anderen Glauben, den ich habe. Und das kollidiert dann, glaube ich, eher. Ne? Nicht eine Sekunde. Leute, nein. Erstmal bin ich Vollblutwissenschaftlerin. Und zweitens, guck mal, ich bin katholisch aufgewachsen. Das heißt, meine Mutter hat mich katholisch erzogen, ich bin getauft, war bei der Kommunion, ich war Messdienerin, ich bin sogar gefirmt. Und ich habe nicht einmal an Gott geglaubt. Ich habe nie gesagt, nee, das gibt es gar nicht. Ja, das würde ich niemals behaupten, weil man kann es am Ende nicht beweisen. Aber wisst ihr, was mich interessiert hat, warum die Person neben mir davon so affected ist? Was gibt der Person das? Wow, krass, was hat das für eine Auswirkung? Warum zeigen die den Papst da im Fernsehen und so? Wie krass ist das? Das hat mich interessiert, was das für eine Auswirkung hat. Warum Menschen das irgendwie was gibt. Das interessiert mich. Meine Religion ist Naturwissenschaft, Physik. Ja, auf jede Aktion erfolgt eine Reaktion und sowas. Das ist so meine Guideline für mich selber. Aber ansonsten zu konvertieren im Feld, nee, no way. Neuer Shot, neue 4 Fragen in der Ceres Lounge mit Dunja. Dunja, sag mal Hallo. Hallo. Warum das Format in der Wissenschaft? Ja, das glaube ich ist also das Format, ich gehe mir davon aus, dass die Person ein Vlog-Format meint. Ich meine, warum nicht so ein Format wählen? Weil ich würde immer sagen, was für irgendwie Influencer für Fitness gilt und für Reisen und so weiter gilt, kann auch in der Religionswissenschaft gelten. Und ich glaube, das Problem, was wir auch in der Religionswissenschaft haben, ist, dass Leute erstmal gar nicht wissen, was sie mit dem Fach machen können, für was das Fach steht und wie vielfältig das Fach ist und was für Menschen das auch machen. Ne? Weil wenn man Social Media macht, folgt man ja einer Person, die eine bestimmte Sache macht und dann findet man die irgendwie auch cool und so und will das auch machen. Und das haben wir ja versucht mit diesem Format so ein bisschen zu machen und gleichzeitig darüber noch Wissenstransfer zu machen. Also einmal geht es darum, über eine Person sozusagen aller Influenzen, das irgendwie cool zu finden oder inspiriert zu werden. Das ist zum Beispiel mein Take. Also ich habe als ich angefangen habe, Religionswissenschaft zu studieren, war ich komplett lost. Ich so, breche ich es ab, mache ich es nicht, irgendwie ist es doch cool. Und hatte dann im Master halt Martin zum Beispiel, wo ich gesagt habe, das ist mein krasses Vorbild und so, der macht die gleichen Themen wie ich.
Und jetzt sind wir halt 2024 oder 2023 haben wir hier angefangen, wo ich sagen kann, hey, ich kann Social Media benutzen, um noch mehr Leute zu erreichen. Also als Martin das gemacht hat, glaubst du überhaupt schon, Instagram hat man, glaube ich, gar nicht so gemacht. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich denke, was man damit machen kann, dass man die Leute eben erreichen kann und das zeigen kann, wie cool das ist. Ne? Und gleichzeitig noch ein paar so Snippets zu inhaltlichen Sachen zu geben. So würde ich das beantworten. Was hat die Feldforschung gekostet? Wie finanziert man das und wie viel musstest du selber drauf zahlen? Ja, die Feldforschung, teuer, ne? Sehr viel Money hat die gekostet. Boah, das ist jetzt schwer zu sagen. Also Amerika hat eine brutale Inflation. Ich habe es aufgehört zu zählen. Also bestimmt 20, 25k. Wahrscheinlich, ne? Also Airbnb, jetzt bei der zweiten Feldforschung die Tagegelder, der Flug, das Auto, der Sprit. Also es war eine Riesenstange Geld, wenn man das sich mal überlegt. In Kalifornien bekommt man kein Airbnb, also kann man nirgendwo wohnen unter 3K, wenn man nicht im Rattenloch wohnen möchte. Im Mittleren Westen war es ein bisschen günstiger, aber auch die Lebensmittelpreise das Doppelte. Also es war schon so an die 20k, also locker. Das kann ich nagel mich nicht darauf fest. Wer finanziert das? Ich habe ein gewisses Budget gehabt in meinem Graduiertenkolleg. Das hat aber bei weitem nicht gereicht. Das heißt, ich musste mich für externes Funding bewerben. Also aus Drittmitteln habe ich das finanziert und einen Restbetrag hat das Ceres dann noch hinzugegeben sozusagen. Aber es war ein Prozess. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich das Geld zusammen hatte, um das letztendlich zu machen. Wirst du auch weiter über deinen Werdegang und die Dissertation vloggen? Werde ich weiterhin vloggen? Ja, Leute haben mir schon in die DMs die ganze Zeit geschrieben, ja, machst du jetzt weiter, machst du nicht weiter. Und jetzt kann man es ja in dem Vlog hier oder in dem Q&A kann man es ein bisschen spoilern. Also wir werden weitermachen, nur halt weniger Videos. Ich möchte jetzt das hier so ein Klatschen einmischen. Aber halt so anderes Format. Ich stehe ein paar Videos an, so vielleicht Dunja und ich wollen auf die Gamescom da ein bisschen was machen, mal gucken. Deswegen, wir bleiben dabei, aber es kommen weniger Videos und dann zu spezifischen Themen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare, bitte schreibt, was ihr sehen wollt als Format und bitte, 78% der Leute, die die Videos gucken, haben das nicht abonniert hier. Excuse me? Sorry. Ich bleib jetzt so lange sitzen, so. Bis ihr ein Abo dagelassen habt. Also abonniert den Kanal und kommentiert und teilt das auch. Ne? So, ja, next question. Was würdest du dir an Verbesserungen wünschen, wenn es um die Umsetzbarkeit von Feldforschung geht? Dunja, da kannst du doch auch ins Video kommen. Weil Dunja, sag mal, du musstest auch Feldforschung, weil du hast auch Feldforschung gemacht in Japan und du hattest ein ähnliches Problem. Ja. Also eigentlich hatten wir das gleiche Problem. Wir hatten no money, wenig money. No money. Was würden wir uns wünschen? Money, money, money. It's so funny. In the rich world. Nein, jetzt mal seriously. Also erstmal, ich glaube, das Problem ist, dass so eine in den Humanities oder Social Science schwierig ist zu argumentieren, warum man so viel Geld braucht, um ins Feld zu gehen, weil das weniger greifbar ist als in den Naturwissenschaften. Da gehen die Leute 2 Monate ins Labor, da ist klar, der macht so und so viele Versuche und dann kommt er wieder, ist es gescheitert oder nicht, egal, der reflektiert darüber und fertig. Don't judge me, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe. Aber in unserem Fach, zum Beispiel in der Religionswissenschaft, ja, was heißt das denn? Interviews wie, du brauchst jetzt 4 Monate, irgendwie gibt's da wenig Vertrauen oder der Geldgeber hat, glaube ich, Angst, korrigiere mich, Dunja, dass das dann scheitert oder wir irgendwie dann ohne Resultate wiederkommen, weil man sich sehr, sehr wenig unter dem Fach vorstellen kann. Und ich glaube, da müssen wir eine größere Awareness dafür schaffen, weil ich bin immer pro und werde ich auch immer sein, pro Feldforschung und Dunja auch. Ja. Also wir abstrahieren unsere Theorien von Daten, man kann auch nur theoretisch arbeiten.
Aber wir gehen wirklich an die Front und gucken uns die Sachen an. Und ich glaube, dafür muss man ein bisschen mehr Awareness und Verständnis schaffen und auch nicht erwarten, dass man in einem Monat bei Scientology reinkommt, 20 Interviews hat und dann auch noch in den nächsten 3 Monaten seine Dissertation fertig schreibt oder irgendeinen Artikel. So funktioniert das nicht, weil das, was wir machen, müssen wir auch valide halten, wir müssen das auswerten und so weiter. Also da braucht man schon seine Zeit und das ist, glaube ich, das Ding, dass wir nicht in 2 Tagen 20 Interviews führen können und dann die krasse Erkenntnis des Jahrtausends sofort haben. Ne? So funktioniert das nicht. Und Geld, ne? Da hängt ja diese Finanzierung dran, dass man da gewillt ist, in gute Personen, die engagiert sind, zu investieren. Ja. Sehr schön. Jetzt kommen wir zur Kritikfrage. Ja. Bekommst du Kritik zum Blog und wie gehst du damit um? Ja, bekomme ich Kritik zum Vlog. Erstmal jetzt kommt's, ich möchte jetzt, dass Tim so eine epische Pep-Talk-Musik hinten rein macht. Weil es kommt so ein bisschen Pep-Talk von mir. Und ich überlege jetzt erstmal zur Kritik. Ne? Leute, ich muss euch mal was sagen. Es gibt konstruktive Kritik und es gibt Müll. Müll ist, ich labe was an jemanden ran, obwohl ich inhaltlich keine Ahnung von dem habe, was die Person sagt. Oder ich bin irgendwie so verschlossen einem gewissen Thema gegenüber oder gewissen Inhalten, dass ich mich gar nicht auf wissenschaftliche, wenn wir jetzt bei meinem Thema sind, Sachen einlassen möchte. Aber das gilt für alles im Leben. Ne? Also ihr werdet immer Leute haben, die irgendwas beschissen finden, was ihr macht. Und dann gilt es, Leute in seinem Umfeld zu haben, so einen Inner Circle, sage ich mal, die einem konstruktive Kritik geben. So, und die kann man gerne annehmen. Aber so Trash-Kritik zum Beispiel, wie ich das jetzt sagen würde, wir haben die unter dem Video gehabt, die waren so krass, dass YouTube die selber schon gelöscht hat. Ich weiß aber auch, dass Leute das gemeldet haben, weil die mir geschrieben haben bei Instagram, wir haben das gemeldet. Da wurde ich als Frau beleidigt, irgendein dummes Opfermädchen und keine Ahnung, wir blenden mal hier so ein paar ein. Wo ich persönlich angegriffen werde, da würde ich immer sagen, ja, ich abstrahiere das so von mir weg, weil offensichtlich hat die Person ein Problem oder der geht es nicht so gut und projiziert ihre eigenen Probleme irgendwie auf mich oder die Erfahrungen, die sie gemacht hat, was auch okay ist, wenn man zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit einer NRM gemacht hat, also mit einer neuen religiösen Bewegung, Scientology oder wem auch immer oder Evangelikalen, kann ich das verstehen. Und dann gibt's zum Beispiel hat eine Person geschrieben unter dem Video, wo ich irgendwie davon ausgehe, von dem, was die Person geschrieben hat, wir blenden das hier auch nochmal ein, dass es ein Fachkollege oder zumindest irgendwo was mit Geistes- und Sozialwissenschaft zu tun hat. Und die hat halt geschrieben, dass sie in dem Video mit Sally, dass die Person halt keinen Mehrwert sieht, ne? Und dass es nur Propaganda für Scientology ist. Worauf ich dann hingeantwortet habe, erstmal, ne, dass ich pro Scientology sein soll, ist schon kalter Kaffee aus den 80ern. Das hat man auch KollegInnen wie Eileen Barker, Gordon Melton und wie sie alle heißen auch vorgeworfen. Und habe gesagt, wenn wir die nicht gehabt hätten, wüssten wir immer noch nicht, was in irgendwelchen NRMs vorgeht. Also danke, thank you Eileen. Und Gordon und all die anderen, Susan Palmer bei den Realians zum Beispiel, ja, dachte ich eigentlich, wir haben das overcome. Ne, also das schon mal. Was soll das? Das ist ja nicht so. Eine Plattform für Scientology wäre es gewesen, wenn man die einfach reden lässt, ohne zu frame. Haben wir niemals gemacht. Ich habe das immer geframed. Ich habe immer gesagt, das ist aus der Perspektive von Scientology. Ich habe es wissenschaftlich hergeleitet, sogar bei dem Interview. Ja, und ich verfolge den Ansatz von Eileen Barker und auch von Inform, dass man im Dialog auch Wissenschaft macht, wenn ich mich mit Scientology und anderen NABs oder mit anderen Religionsgemeinschaften, wo das nicht so aufgeladen ist, beschäftige, dann suche ich den Dialog und beziehe die mit ein. Von daher habe ich dann auch geschrieben, okay, anscheinend ist das ja hier ein Fachdiskurs, ne, und den bespricht man jetzt auch nicht auf YouTube, sondern kommen Sie doch bitte in mein Kolloquium, ja, da können wir gerne fachsimpeln. Habe die Person eingeladen, ich so bitte E-Mail schreiben. Was dann passiert ist, die Person löscht einfach alle Kommentare. So what, ne? Dann keine Ahnung. Erstmal, da muss ich dann sagen, manchmal bin ich auch für Klarnamen. Put your name on it. Put your name on it. Wenn du was zu sagen hast, dann sag's mir, dann schreib's mir bitte. Es ist ja nicht so, als wollen wir nichts lernen, dann gib doch bitte eine bessere Lösung, wie man aufklären kann. Oder mach dein eigenes Format oder antworte darauf. Ne? Aber sowas fand ich schwierig. Zumal dieser Vlog ja auch nicht heißt, ne, irgendwie Stigmatisierung
vorbeugen oder so, sondern der heißt, ich vlogge über meine Feldforschung und über meine Dissertation und das ist Thema Bilder und Medien. Ne? So, und eine allerletzte Sache ist, Leute, wenn Kritik, wenn ihr euch mit aufgeladenen, schwierigen Themen beschäftigt, ich weiß, wo ich ausgebildet wurde und das ist hier am Ceres. Ja, ich weiß, welche Note auf meinem Master steht. Ich weiß, welche Leute hinter mir stehen. Ich weiß, wer meine Doktoreltern sind. Da kann man sich auch ein bisschen drauf berufen. Man muss nicht cocky werden und so und sagen, oh, ich bin die Beste, sondern man muss ja auch ein bisschen auf sich vertrauen. Ganz ehrlich, wenn Martin mir gesagt hätte zum Beispiel, Anna, du musst da jetzt hier aber noch mal was ändern oder können wir noch mal was neu aufnehmen oder mach doch mal hier und mach doch mal da, ich hätte das sofort gemacht. Und dann ist ja auch nicht so, als wäre ich einfach so blind rumgelaufen und hätte irgendwas gefilmt. Ich habe Dunja, ich habe Martin, ich habe Tim, also wir gucken viele Leute drüber. Ne? Und von denen sollte man, oder mein Doktorvater oder meine Doktormutter. Und dann gibt's natürlich auch Kritik, die ist unausgesprochen, wenn auf einmal Leute nicht mehr mit euch reden, euch ghosten und so. Das kommt auch noch so, da denke ich mir so, wenn ihr was zu sagen habt, sagt's mir bitte. Aber wenn ihr immer das macht, ja, was andere von euch wollen oder was andere euch aufstempeln, werdet ihr nie ihr selber sein. So, jetzt habe ich mich reingelabert, aber ja, es gibt Kritik. Muss man auf alle Kritik reagieren? Nein, ja, wer sagt das? Muss ich nicht. Manchmal muss man wie jetzt mal kurz mal das ansprechen und dann muss man einfach weitermachen, Leute. So, das war's. Just do it. So, ich habe jetzt eine richtig geile Stelle hier gefunden, ohne Gimbal, ohne alles, so halb schräg auf der Bank hier. Für 2 Fragen. Ich glaube, eine Frage war, wenn ich wählen müsste, so Thema Kulturschock, Mittlerer Westen oder Kalifornien, ist eine lustige Frage, weil ich war 2019 ja schon mal in den USA und das war eben der Mittlere Westen. Und das ist so für mich dieses Amerika, ne? Ich komme ja selber aus so der Cowboy-Kultur und so. Und die Leute waren so freundlich. Also das hat mich richtig geflasht. Also jeder Amerikaner wird dir sogar bestätigen, es wird nicht freundlicher als im Mittleren Westen. Ja, und da bin ich halt nach Kalifornien geflogen. Ich war schon in Kalifornien, auch 2019, aber ich habe da Urlaub gemacht. Und da kam es mir schon so ein bisschen distanzierter und so vor. Aber wo ich jetzt hingeflogen bin, ich dachte erst, ich bin komplett falschen Film, ne? Das war richtig, so die Leute waren halt reservierter, die waren eher für sich, die haben nicht so geachtet, ne? Die waren auch so, ne? Kalifornien, alle machen Sport, alle sind sporty, keiner hat Übergewicht und so. Es hat aber noch gefehlt, wirklich ohne Scheiß, dass die Leute mit so Ausfallschritten mit ihren Einkaufstüten über die Straße gegangen sind. Das war komplett crazy. Das Ding ist auch, ich selber bin ja links, so. Und man ordnet sich ja, es gibt ja in den USA nur dieses starke Zwei-Parteien-System und man selber ordnet sich ja, ich ordne mich dann natürlich eher der Demokratischen Partei zu, weil das natürlich Sinn macht. Aber die sind ja natürlich nicht links, ne? Und dann kommt man irgendwie in so Städte wie LA und denkt sich, wie kann das sein, dass hier überall Homeless sind, dass die Stadt total abgefuckt ist und Drogen konsumiert werden ohne Ende, die Infrastruktur komplett zusammengebrochen ist, keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, man 3 Stunden braucht, um durch diese Stadt zu fahren, literally. Ne? Wie kann das sein? Das hat mich irgendwie so innerlich so richtig aggressiv gemacht. Go. Ja, ich weiß gar nicht, warum der hupt. Geh mach mal nach vorne, bitte. Soll ich jetzt schneller fahren? Ich fahre jetzt 15 anstatt 10. Junge! Der überholt jetzt. Guck mal. Was ist ein Arschloch. Oh, das müssen wir rausschneiden. Der Tesla. Ist das so mein Leben? Was ein Arschloch. Jetzt mal ohne Witz. Du brauchst das nicht mehr filmen. Wenn ich mich, glaube ich, entscheiden müsste, weiß ich nicht, weil ich habe auch Familie in Kalifornien. Eine Großcousine, das eine Tante ist. Die ist 96 und die ist Multimillionärin und so, die ist rübergegangen nach dem Zweiten Weltkrieg und hat sich von Tellerwäscherin zur Millionärin hochgearbeitet mit riesigen Anwesen in LA und so. Und das war so wie so ein Homecoming so ein bisschen, als ich die kennengelernt habe. So endlich auch mal jemand, der ein Weirdo ist und es aber trotzdem gepackt hat, so, ne? Das ist jetzt hier für den Vlog, wenn ich jemals im Vlog darauf verweisen werde, dass ich meine Großcousine, die 96 ist und 1943 in die USA ausgewandert ist und jetzt einfach vom Rex Sturges und die einfach mein Twin ist,
Wenn ich darauf verweise, das ist der Beweis. Ich bin Flash, Leute. Crazy. Dann sagt die so, ja, da wohnt der, da ist der Baseballspieler, da wohnt der, da wohnt der. Weißt du, was ich meine? Ich so, nee, weiß ich nicht, was du meinst, sorry. Ich wohne in Bochum-Wattenscheid. Schwer zu sagen, ne? Und in Kalifornien ist halt alles so teuer, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da denke ich mir selbst, wenn man einen Job bekommen würde, an der Uni zum Beispiel, reicht das dann, um da zu wohnen und so. Und ich denke, wenn man im Mittleren Westen ist, und ich habe es ja auch gesehen, wenn man da in so einer linken Enklave ist, sag ich mal, ne? Und da sind dann eher die Linken, wo ich sage, okay, da sind die Linken, weil die haben noch richtige Probleme. Tendenziell, so mein Herz wird immer im Mittleren Westen irgendwo sein, weil die Leute mich da an der Uni in Kansas gesehen haben und gesagt, hey, du kannst es schaffen, ey, ich sehe was in dir und so und das nochmal mitgepusht haben. Nächste Frage war Deutschland oder USA für die Zukunft. You never know, ne? Also es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass ich sehr stark mit den USA flirte und auch mit den Universitäten und auch ein Netzwerk in den USA habe und Leute kenne, die auf jeden Fall mir in den USA helfen würden, also so Letter of Recommendation und den ganzen Kram. Was sieht ich überhaupt aus? Hilfe, Leute, meine Haare. Und ich merke schon, wenn ich in den USA bin, dass da von meiner Personalität und generell so, da ist mehr Zug hinter. Die Amerikaner sind begeisterungsfähiger. Da ist mehr, die verstehen eher, wie Zwischenmenschliches und wie Netzwerken funktioniert. Ich finde es in Deutschland, schreibt bitte mal in die Kommentare, wenn es euch genauso geht, finde ich es halt sehr, sehr schwer und manchmal auch sehr steif und so. Und man muss den Leuten immer alles erklären, auch mit Social Media und so. Da ist so ein bisschen mehr dieses You are your own brand. Wisst ihr, was ich meine? Dass man sich selber vermarkten muss und sowas. Und hier ist das eher so, oh, die ist extravagant, die ist so exzentrisch, egoistisch und keine Ahnung. Da wird das eher hier negativ gesehen, wenn man so eine Persönlichkeit hat wie ich, ne? Und in den USA ist das eher so geil, kann ich damit Kohle machen, kann die bei uns hinkommen, können wir damit Cash machen, so, ne? Aber ich habe mir natürlich hier auch was aufgebaut in Deutschland, ne? Ich fahre ja gerade so ein bisschen auch zweigleisig und so. Ja, auch da, so wie gesagt, es ist schwer zu sagen. Also, ich höre immer auf meine Intuition. Intuition ist gerade so ein bisschen mehr USA. Zumindest mal diese Erfahrung zu machen. Ich war ja da, ich gehe ja nicht blind hin wie Auswanderer, gut bei Deutschland und dann guck mal, was auf mich zukommt. Ich weiß ja, was auf mich zukommt. Das System auch ein bisschen hier, natürlich kenne ich es besser. Aber ja, ich lasse das auf mich zukommen. Ich arbeite in beide Richtungen und ich gehe da halt hin, wo ich meine Talente am besten einsetzen kann und wo die Talente appreciated werden, wo ich mithelfen kann, was voranzutreiben und wo ich gut bezahlt werde. Ne? Das ist ja auch das Ding. Also habe eine Ausbildung gemacht. Ich bin schon 35, ich bin jetzt nicht 22 und habe keine Ahnung vom Leben und so. Ich bin jetzt auch nicht mehr bereit, finanziell so große Abstriche zu machen, ne? Sondern ich möchte auch bezahlt werden für die Sachen, die ich mache und so. Das sind alles so Faktoren. Aber jetzt muss man erstmal die Dis schreiben, man muss den Doktortitel machen. Das ist jetzt mandatory, obligatory. Und dann mal schauen, was kommt. So, wie werte ich meine Interviews aus? Meine Interviews werte ich mit der Sequenzanalyse aus und meine Bilder auch, weil ich denke, das ist die beste Methode, um meine Fragestellung zu beantworten. Machen wir hier mal ein paar Lesehinweise rein. Und damit ist die Frage, glaube ich, auch beantwortet. So, die nächste Frage war, wie hat die Feldforschung die Sicht auf Scientology geändert? Erstmal habe ich ja keine Sicht, sondern ich bin Wissenschaftlerin, die ins Feld geht und Daten erhebt. Meine Sichtweise wäre ja auf der Wissenschaft bezogen, okay, ich forsche zu Bildern, dazu habe ich mir die Internetseiten angeguckt, ich habe so gesehen, was die so auf ihrem Medienkanal machen. Ich habe ein paar Hypothesen und wie sieht das jetzt aus? Ne? Das wäre meine Sichtweise in der Wissenschaft. Und da haben sich einige Hypothesen bestätigt, ne? Was mich auch freut. Aber das sind natürlich mehrere Sachen noch dazugekommen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wenn man ins Feld geht, hat man natürlich die Sachen, die KollegInnen vor einem geschrieben haben. Das muss man sich ja durchlesen. Das ist ja der Forschungsstand, ne? Und dann denkt man sich schon, okay, die erzählen das so, der hat das so gemacht, okay, schauen wir mal, der hat die Erfahrung gemacht. Und da vertraue ich natürlich auf meine KollegInnen und es wurden natürlich auch Sachen bestätigt, dass es nicht ganz so einfach ist, bei Scientology reinzukommen, auch wenn sie das immer sagen. Ne? No offense, aber das habe ich auch erklärt, warum das so ist und so.
Aber dann ist natürlich auch jede Erfahrung individuell. Ich mache natürlich jetzt nicht die gleiche Erfahrung wie Wallace zum Beispiel, der 1970 bei Scientology war. Oder, weiß ich nicht, Gordon Melton, der einmal nur ganz kurz was mal darüber geschrieben hat, weil er mal ein Interview geführt hat. So, da ist das natürlich individuell. Ich habe ja keine, also versteht ihr, was ich meine? Das ist immer, ja, deine persönliche Meinung, deine Sicht, die habe ich nicht in der Wissenschaft. Und ich trete hier als Wissenschaftlerin auf. Das ist so, wie ich das beantworten würde. Und ich glaube, das waren sogar alle Fragen. Ey, mein Arm fällt mir ab, ich habe gar keinen Gimbal. Die letzten Fragen habe ich richtig so trashig aufgenommen. Aber das ist ein bisschen gut für die Metaebene, ne? So, ihr Lieben, macht's gut. Ich genieße noch die Sonne, die letzten Steps. Und das war das letzte Vlog, Leute. Ich danke euch. An alle, die geliked haben, auch an alle, die gedisliked haben. Danke für die Comments. Danke, dass ihr immer dabei wart. Peace out.